Ihr Mann gehört leider nicht zu den 5%, bei denen die Therapie anschlägt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Wie lange? Einen, vielleicht auch 2 Monate. Es gibt eine Methode, sie ist allerdings sehr riskant. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich diese Operation nicht überleben werde. Fertig. Wo geht's weiter? Ich würde erst mal sagen, raus aus den Klamotten. Kisten schleppen. Lass mich bitte zuerst nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Was soll denn in meiner Wohnung nicht in Ordnung sein? Hey! Was macht der denn hier? Ja, eigentlich sollte dich Andi ja noch ein bisschen aufhalten. Warum ist er nicht im Knast? Kann mir mal einer erklären, was hier los ist? Ja, schau dich doch mal um, fällt dir gar nichts auf? Ich dachte, wenn ich hier schon wohne, dann kann ich doch auch mal ein bisschen renovieren, sozusagen als kleines Überraschungsgeschenk. Ja, das ist dir gelungen. Eigentlich sollte dich Andi auch noch ein bisschen länger im Schnellers festhalten, aber dank Tristans Hilfe bin ich ja rechtzeitig fertig geworden. Ja. Können wir froh sein, dass er die Wohnung nicht abgefackelt hat. Apropos, schicke Bude. Ich gehe dann mal. Am besten gleich zu den Bullen, kapiert? Ich fahre dich auch gern persönlich vorbei. Mann, Andi, jetzt hör mal auf. Ich ruf dich an, ja? Was ist los mit dir? Warum läuft er überhaupt noch frei rum? Er hätte dich fast umgebracht und du renovierst mit ihm die Wohnung. Hey, was geht dich denn das überhaupt an? Hey, Andi. Ich bin überzeugt, Bella kann uns das in Ruhe erklären. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Was glaubt ihr, was wir gedacht haben, als wir davon erfahren haben? Ja, Papa hat gedacht, ich bin schwanger. Und dann hat er Emilio erstmal ins Kreuzfeuer genommen. Du meinst Kreuzverhör. Wir sind ja nicht im Krieg hier. Du willst doch nur ablenken. Entschuldige bitte, wenn ich gedacht habe, dass du schwanger wärst. Konnte ja kein Mensch ahnen, oder? Also entschuldige mal, so alt ist Mama jetzt auch wieder nicht. Was sagst du dazu? Was ich dazu sage? Ich fass es nicht. Wir bekommen noch ein Baby. Wie weit bist du denn in der wievielten Woche? Wann ist es so weit? Mama weiß noch nicht, ob sie das Kind behalten möchte. Ja, wir sind ja selbst völlig überrascht. Und jetzt, wo sie gerade einen neuen Job hat und ich ehrlich gesagt auch noch nicht richtig weiß, wie es bei mir mit der Selbstständigkeit weitergehen wird. Ja, aber da finden sich bestimmt Lösungen. Aber ich habe ja euch 3. Jetzt noch mal ein Kind zu kriegen, noch mal ganz von vorn anzufangen. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ihr bekommt hier so ein Geschenk und wollt es nicht? Dana, lass uns doch ganz in Ruhe darüber reden. Soll ich? Ich habe mir das nicht leicht gemacht, das dürft ihr mir glauben. Mein Tod ist beschlossene Sache und diese OP gibt mir eine minimale Chance, ihm zu entkommen. Ich finde das Risiko zu groß. Diese verbleibenden Wochen wären eine Qual. Ein Warten auf den unvermeidbaren Moment. Ich bitte euch, meine Entscheidung zu akzeptieren. Was heißt das für die Firma? Es war ja klar, dass du wieder nur daran denken kannst. Doch diese Frage muss gestellt werden und ich habe eine Antwort darauf. Wir müssen da nicht jetzt drüber sprechen. Ja, das müssen wir, aber vorher möchte ich mit Sebastian unter 4 Augen sprechen. Dana,
Anna, warte doch. Jetzt hör mir doch wenigstens zu. Ich denke, ich habe alles kapiert, oder? Also ich könnte mir das gut vorstellen, noch ein Kind zu kriegen. Tja. Das wird zwar alles sehr hart und sehr anstrengend, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Für Vicky allerdings ist das ein Schock. Es ist doch auch für mich eine völlig verrückte Situation, versteh das doch. Das Letzte, womit ich gerechnet habe, ist jetzt noch mal schwanger zu werden. Warum kannst du dich da nicht einfach freuen und bekommst dieses Kind? Ich habe 3 wundervolle Töchter großgezogen. Und ich bin so stolz auf euch. Ihr macht mich so glücklich. Euch aufwachsen zu sehen, zu den Frauen, die ihr jetzt seid, das ist eine Erfahrung, die ich wirklich nicht missen möchte. Aber ich habe das hinter mir. Meine Familienplanung ist komplett durch. Dein Vater und ich, wir stecken in einem völlig anderen Lebensabschnitt. Du kannst es in deiner Situation nicht verstehen, ich weiß. Aber bitte, bitte versetz dich in meine Lage. Ich würde es ja gerne, aber ich kann es nicht. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, einen einzigen. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen als ein eigenes Kind. Und du bekommst jetzt eins. Du wirst schon wieder Mutter. Warum wirfst du dieses Wunder einfach so weg? Ich verstehe es einfach nicht. Warum bedeutet dir es nichts? Setz dich. Du kannst offen mit mir reden. Ich weiß. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich diese Operation überlebe. Und selbst wenn, werde ich wahrscheinlich lange nicht in der Lage sein, dir beiseite zu stehen. Also hör mir jetzt genau zu. In Ordnung? Dann setzt Ludwig tatsächlich alles auf eine Karte. Was ihm nicht viel nützen wird, wenn Sebastian sich weigert, zum Ritter geschlagen zu werden. Warum sollte er das tun? Weil er nicht möchte, dass das Gremium aufgelöst wird. Er wird Sebastian trotzdem zu seinem Nachfolger machen. Der wäre dann allerdings Boss seiner Geschwister. Unangenehme Lage für ihn. Solange Ludwig der Meinung ist, dass Sebastian der Richtige ist, wird er an ihm festhalten. Wenn der sich weigert, das Gremium aufzulösen, wird er eben dessen Vorsitzender. Und das bedeutet, der Rest der dämlichen Bagage kann weiterhin mitquatschen. Ich werde in einer außerordentlichen Sitzung die Auflösung des Gremiums zur Abstimmung stellen. Das ist nicht dein Ernst. Doch, Sebastian. Ich verstehe nicht, was das soll. Das Gremium, das war doch deine Idee. Du hast doch immer daran geglaubt. Das hat sich dann plötzlich geändert. Die Situation hat sich verändert. Wenn ich sterbe, geht der Kampf ums Erbe los. Jeder wird sich nur noch um seine eigenen Interessen kümmern. Ansgar wird versuchen, jede Abstimmung zu manipulieren. Tanja wird ihren Vorteil daraus ziehen und Tristan ist manipulierbar. Das ist aber doch alles nichts Neues. Doch, denn ich werde nicht mehr da sein. Und mein Wort hatte Gewicht. Das Gremium ist instabil geworden. Wir brauchen eine starke Hand, die die Familie und das Unternehmen durch diese schwere Zeit führt. Wem vertraust du überhaupt noch? Nur dir, Sebastian. Nur dir. Er muss den Glauben an seinen Sohn verlieren. Richtig. Dann hätte Ludwig gar keine andere Wahl, als auf den zurückzugreifen, der allein fähig ist, dieses Unternehmen zu führen. Ich werde der Auflösung des Gremiums nicht zustimmen. Ohne deine Zustimmung hat diese Abstimmung keinen Wert. Sebastian, sieh dir doch den Zustand unserer Familie an.
Hagen und Helena sind ausgestiegen. Tristan ist unberechenbar. Du kannst diese Familie momentan nicht zusammenhalten. Aber das Unternehmen hat noch eine Chance. Entweder wir führen die Enterprises weiter als Familienunternehmen oder ich bin raus. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ein paar Stunden noch. Ich werde mich darum kümmern, dass Sebastian der Auflösung des Gremiums zustimmt. So, ich will jetzt endlich mal wissen, warum dieser Typ nicht im Knast eingecheckt hat, sondern stattdessen mit dir hier eine fröhliche Renovierung feiert. Wem nutzt das denn, wenn Tristan im Gefängnis sitzt? Bella, er hätte dich fast umgebracht. Ja, er wollte sich doch auch selber anzeigen. Er war sogar schon bei der Polizei. Aber es ist wegen seinem Vater. Er wird sterben. Ludwig? Ja, und wenn Tristan jetzt ins Gefängnis geht, dann sieht er ihn vielleicht nie wieder. Sie haben doch diese neue Therapie jetzt ausprobiert. Sie haben sich so viel davon versprochen. Ja, aber die Therapie hat leider nicht angeschlagen. Und naja, jetzt hat er nur noch ein paar Wochen. Ich mag Ludwig, wirklich. Aber wenn Tristan wirklich so cool wäre, wie er immer tut, würde er sich nicht hinter seinem Vater verstecken. Andi. Sorry, Leute, aber es ist mir zu blöd. Ich bin raus. Ich werde versuchen, Elisabeth zu erreichen. Charlie, es tut mir wirklich leid wegen Ludwig. Ja. Every sentiment hangs around no longer than a minute or two, and I find I keep falling for love that I can't seem to follow through. So run, little rabbit, run, run, little rabbit. Ja, hi Tristan, hier ist Bella. Also wir hatten vorhin gar keine Gelegenheit mehr zu reden über das, was... Naja, du weißt schon. Also falls du noch Lust heute auf ein Bier hast oder ich weiß nicht, morgen auf einen Kaffee. Ja, meld dich einfach, ich freue mich. Kannst du mir mal erzählen, wie du so ein Angebot ablehnen kannst? Bitte ein bisschen leiser reden, oder willst du Ich habe dich gefragt, wie du so ein Angebot ablehnen kannst. Was du gefragt? Dann würde ich ganz gerne, dass du mir mal antwortest. Das versuche ich gerade dir zu erklären. Das heißt, du übernimmst die Firmenführung als alleiniger Geschäftsführer, nur wenn dein Vater das Gremium nicht auflöst? Ja, genau. Tut mir leid, Sebastian, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Das Gremium loszuwerden ist das Beste, was dir passieren kann. Niemand, der dir in deine Entscheidung reinredet. Ich habe aber keine Lust, den Familiendiktator zu spielen und meinen Geschwistern Anweisungen zu geben. Abgesehen davon, du würdest auch deine Stimme verlieren. Ich bin aber deine Frau. Heißt jetzt was? Das heißt, dass du grundsätzlich nach meiner Meinung fragst, als Frau und Vertraute. Aha. Damit ich mich mit dir beratschlage, eventuell deine Ratschläge befolge und wichtige Entscheidungen vorher vielleicht mit dir abstimme? Ja. Nichts anderes tue ich mit dem Gremium. Da sitze ich aber nicht alleine. Dann stimmt, das ist ja noch meine Schwester und mein Bruder. Ah, die ganze Familie. Selbst Ansgar gehört dazu. Weißt du, wie man sowas nennt? Demokratische Mehrheitsentscheidungen innerhalb eines Familienunternehmens. Und ich sag dir was, das ist gut so. Und ich sag dir mal was, das ist Mist. So kannst du kein Unternehmen führen und schon gar nicht in der Krise. Was machst du jetzt? Ich stehe auf. Wir haben noch nicht zu Ende diskutiert. Doch mal, Tanja.
Oder mein Vater stirbt vielleicht. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Ich habe meine Entscheidung gefällt und dabei bleibt's. Sebastian? Oh, Süße. Papa ist weg. Ja, der Papa ist weg. Aber der kommt bestimmt wieder. Guten Abend. Darf ich Ihnen vielleicht Ihre Jacke abnehmen? Hey, was ist denn los? Was ist denn passiert? Meine Mutter ist schwanger. Sie will es nicht. Ne? Hast du sie noch erwischt? Ja, kurz. Vielleicht hat sie ja recht. Recht? Womit? Ja, vielleicht sollte ich noch nicht mal drüber nachdenken, ob ich dieses Kind bekommen will oder nicht. Sie ist verletzt. Das ist doch verständlich. Aber du darfst dich von ihr jetzt nicht unter Druck setzen lassen. Ja, aber bei Marlene und Dana haben wir ja auch nicht drüber nachgedacht. Ich war schwanger und es war klar, dass wir sie bekommen. Hast du bei Kim drüber nachgedacht? Ja, für einen Moment. Schon. Weil ich wusste, dass sie nicht von dir ist. Komm mal her. Oh, Thomas. Ich wünschte, ich wäre noch mal Anfang 20 und könnte mich genauso unbedarft wieder in dieses Abenteuer stürzen. Das wünsche ich mir auch. Wie? Dass ich noch mal 20 bin? Du weißt, was ich meine. Wir kriegen das schon hin. Ach, was für eine wunderschöne, klare Nacht. Ja. Aber Keine Aber. Schau, das ist unser Zuhause. Unsere Heimat. Das ist mein Erbe. bitte, Ludwig, rede nicht, als ob du schon tot wärst. Glaub mir, Elisabeth, ich will leben, aber ich muss auch zusehen, dass das hier alles ohne mich eine Chance hat. Es geht um die Familie und um die Zukunft der Kinder. Was hat denn Sebastian gesagt? Er ist nicht bereit, das Gremium aufzulösen. Weil er es für falsch hält. Trotzdem wird er die Verantwortung übernehmen müssen. Und zwar jetzt. Das sind schon verdammt große Fußstapfen. Er hat das Zeug dazu, sie auszufüllen. Ja. Ich muss es ihm klar machen. Heute Nacht noch? Nein. Heute Nacht gibt es nur uns und die Sterne. Mhm. Neue Kleiderordnung. Dinge ändern sich hier schneller als gedacht. Probleme? Das Problem ist, dass mein Vater stirbt. Ja. Das tut mir aufrichtig leid. Hör zu, Ansgar, ich habe jetzt wirklich nicht das geringste Interesse, mich mit dir darüber auszutauschen. Das habe ich auch nicht, aber vielleicht sollten wir uns mal darüber unterhalten, wie es ab morgen mit der Firma weitergeht. Dein Vater wird das Gremium auflösen und dir die alleinige Führung anvertrauen. Sagt wer? Davon gehe ich aus. Zumindest ist es das, was ich in seiner Situation tun würde.
Tja, wer hätte das gedacht? Dass du und mein Vater mal einer Meinung sein werdet? Das Gremium braucht jetzt einen starken Mann, der in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und du glaubst, ich bin das? Nein. Aber willst du den irren Tristan zurückholen und über Millionen-Deals entscheiden lassen? Wohl kaum. Elisabeth, Rebecca, sie um Ludwig trauern? Er nicht. Was ist mit dir? Nett, dass du fragst. Selbstverständlich wäre ich die optimale Lösung, aber aus unerfindlichen Gründen traut dein Vater dir mehr zu als mir. Aber vielleicht täuscht er sich ja. Vielleicht bist du ja gar nicht so stark, wie er denkt. Wisst ihr, ich werde aus Tristan einfach nicht schlau. Wenn er mal flirtet er mit mir und dann stößt er mich wieder weg. Das Hast du schon mal dran gedacht, dass er nur mit dir spielt? Er ist nur verwirrt. Und du glaubst, dass du ihn retten kannst? So ein Quatsch. Natürlich ist es so, Bella. Ich bin zwar vielleicht nicht schlauer als du, aber ich bin schon ein paar Jahre länger im Spiel. Du glaubst, dass du den wahren Tristan kennst. Die Eigenschaften an ihm, die er nur dir zeigt. In kurzen Momenten. Und deshalb glaubst du ganz tief in dir, dass du ihn mit dem Zauberstab berührst und er sich ändern wird. Für dich. Ich kann dir nur sagen, Bella, vergiss es. Männer lassen sich nicht wenden wie Mäntel. Ich habe diese Hoffnung oft gehabt und ich kann dir sagen, es klappt nie. Ich bin nicht so blöd und mache mir da irgendwelche Hoffnungen. Natürlich tust du das und das wissen wir beide. Nein. Ich weiß doch, dass er immer noch Gefühle für Marlene hat. Und jetzt noch die Sache mit seinem Vater, da ist einfach gar kein Platz mehr für mich. Du sprichst immer nur von Tristan. Was ist denn eigentlich mit dir? Bist du wirklich ein Mann, der Spielchen spielt? Auf den du dich nicht verlassen kannst, der sich nicht unter der Kontrolle hat? Bella, du hast doch einen Mann verdient, auf den du dich verlassen kannst. Der dich offen und ehrlich liebt. Nicht einen, den du ständig vor dem Abgrund retten musst. Ich brauche noch mehr Honig. Willst du auch? Nein, danke. Ich glaube, es wirkt schon. Ja, Pa. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Ist er fertig? Wer? Gib mir 5 Minuten, dann bin ich fertig. Ich gebe dir 2. Oh, das ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass sich ein Chef von seiner Angestellten zur Arbeit scheuchen lässt. Und woher kommt deine großartige Laune? Ich sag nur Tristan. Okay, ich hol schon mal Brötchen und warte unten. Tristan, Erklärung? Frag doch Bella. Sie ist diejenige, die immer mit dem Psychopathen rumhängt. Oh, das klingt aber für mich nach Eifersucht. Was denn ich? Niemals. Schon klar. Was will ich denn mit einer, die auf so einen Graf Koks abfährt? Also doch eifersüchtig. Du nervst. Hier, nimm das. Was soll ich denn damit? Das ist gut gegen Liebeskummer. Dann nimm's wenigstens für Bella mit, die kann's bestimmt gebrauchen. Mann, Andi, wann willst du es ihr endlich sagen? Ihr was sagen? Dass du in sie verliebt bist. Ihr nervt beide. Doch eifersüchtig. Volle Granate. Was soll denn das? Hier fehlt die Hälfte auf der Futterliste. Was?
Kein Wunder, die ist vom letzten Monat. Was? Mann, ich bin unkonzentriert, ich habe schlecht geschlafen. Hallo, Dana. Ich lasse euch mal allein. Verstehe. Lass uns mal sprechen miteinander. Was soll das denn bringen? Worüber sollen wir denn reden? Mama ist schwanger, wird das Kind vielleicht abtreiben lassen. Es ist nichts passiert, alles wie gehabt. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wie ihr wisst, werde ich mich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen, deren Ausgang mehr als ungewiss ist. Aus diesem Grund werde ich mich aus den Geschäften zurückziehen und auch mein Amt als Gremiumsvorsitzender niederlegen. Mir ist bewusst, dass ich meinem Nachfolger ein schweres Erbe hinterlasse. Deswegen möchte ich ihn mit der größtmöglichen Kompetenz ausstatten. Sehr gut. Nach dem Weggang von Tristan und dem Ausscheiden von Helena und Hagen ist dieses Gremium nicht mehr geeignet, weitreichende Entscheidungen für Lahnstein Enterprises zu treffen. Deshalb schlage ich vor, dieses Gremium mit der heutigen Sitzung aufzulösen und einen alleinigen Geschäftsführer zu ernennen. Muss das sein? Jetzt? Ja, es muss sein. Vorausgesetzt, Sebastian ist bereit, mein Nachfolger zu werden. Naja, also, wir benötigen hier keine Abstimmung. Natürlich ist er bereit. Sebastian, bist du bereit, die alleinige Geschäftsführung von Lahnstein Enterprises zu übernehmen? Können wir ja los? Ja. Was ist denn jetzt? Erst drängelst du und dann kommst du nicht in die Puschen. Ich muss nur kurz was klären, ja? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Mann, wenn du morgens so rumtrödelst, dann habe ich ja wohl auch noch 5 Minuten. Die Uhr tickt. Verdammte Kacke! Jetzt mal angenommen, Vicky und ich, wir würden uns für das Kind entscheiden. Würde das an deiner Situation irgendetwas ändern? Ich verstehe die Frage nicht. Würde es dir helfen? Würdest du dich besser fühlen? Ich weiß, wie traurig du bist, dass du keine Kinder kriegen kannst. Ich weiß auch, wie hart es für dich ist, dass du mit Hagen niemals eine eigene Familie gründen kannst. Das weiß ich. Aber damit musst du leben. Dein Kummer gibt dir nicht das Recht, über die Entscheidung deiner Mutter zu urteilen. Und wenn sich Vicky gegen das Kind entscheidet, dann hat das nichts mit dir zu tun. Aber Echt nicht. du willst das Kind doch auch. Ja. Sehr sogar. Aber ich liebe deine Mutter. Und ich will, dass es ihr gut geht. Sie macht es sich bestimmt nicht leicht. Und deswegen müssen wir sie unterstützen. Bitte. Komm mal her. Guten Morgen. 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 Möchtest du was? Nein, danke. Ich hatte dir gestern noch auf der Mailbox gesprochen. Ja, mein Handy spinnt ein bisschen. Lass uns das nachher bereden, ja. Moment. Ich dachte wirklich nach gestern, da haben wir es nicht mehr nötig mit diesen ganzen Spielchen. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für sowas. Aber wann denn dann? Ich meine, wir haben uns gestern geküsst. Hast du das schon vergessen? Nein. Also? Also was? Was hat das zu bedeuten? Das war ein Kuss, mehr nicht. Mehr nicht. Glaubst du wirklich, ich laufe mit jeder Frau, die ich küsse, gleich über die Königsallee und mache ihr
Geschenke mit kleinen Liebesbriefchen und Herzchen drauf? Also ich glaube, da will ich gar nicht mehr zum Arbeiten kommen. Bist du also das Arschloch, für das dich alle halten? Ich habe nie was anderes behauptet. Ich halte die Auflösung des Gremiums für den falschen Schritt. Das Gremium ist der einzige Grund, warum die Enterprises heute überhaupt noch existieren. Ja, auch du hast profitiert. LCL hat profitiert. Oder nehmen wir Ansgar. Ohne das Gremium hätte er sich doch längst das Schloss und die gesamte Firma einverleibt. Ihr denkt wirklich, dass das Gremium unsere Entscheidungen schwächt? Aber das Gegenteil ist doch der Fall. Es ist doch das einzige Korrektiv, das wir haben. Das einzige Instrument, hier niemanden zu mächtig werden zu lassen. Und mehr noch als das. Es hat auch einen ganz wundervollen, nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt. Es besitzt die Fähigkeit, diese Familie zu einen. Denn egal, wie schwer es uns auch mitunter ergangen ist, das Gremium hat uns dazu gebracht, uns immer wieder an einen Tisch zu setzen, an diesen Tisch. Aber gut. So wie es aussieht, bin ich wohl der Einzige hier, der so denkt. Deshalb möchte ich der Mehrheitsmeinung natürlich nicht im Weg stehen. Aber ich enthalte mich der Stimme. Ja, wer für die Auflösung des Gremiums ist, der hebe seine Hand. Das Gremium beschließt mehrheitlich seine Auflösung. Deine Nachfolge, Sebastian, wird noch notariell festgeschrieben. Es ist die richtige Entscheidung, Sebastian. Glückwunsch, Großer. Das Gremium ist tot. Es lebe die Diktatur. Fragt sich nur welche. Können wir jetzt bitte losfahren? Na, alles erledigt? Was gab's denn überhaupt so Wichtiges? Ich bin so ein Idiot. Aber was muss ich auch immer wieder auf ihn reinfallen? Was, auf wen? Auf Tristan? Ich hab dich ja gleich gewarnt. Was hat er gemacht? Nichts, wenn es nach ihm geht. Wir haben uns geküsst. Bist du bescheuert? Der Typ hätte dich fast umgebracht und hat sich als dein Retter ausgegeben. Und du machst mit ihm rum? Treib's mir doch noch tiefer rein. Mann, Andi, was soll ich denn machen? Ich habe mich in ihn verliebt. Und ich dachte wirklich, er sich auch in mich. Mann, das habe ich mir doch nicht alles nur eingebildet. Da ist einfach was, was uns verbindet. Was war das denn gerade? Was meinst du? Ich weiß ganz genau, was ich meine. Ich würde sagen, das geht dich nicht sein. Und jetzt gib mir bitte die. Ich denke nicht, dass mich deine Frauengeschichten interessieren. Aber Bella ist so ziemlich der letzte Mensch, der es verdient hat, dass so mit ihr umgesprungen wird. Ach ja? Ja, weil sie neben mir vielleicht die Einzige ist, die noch zu dir gehalten hat. Siehst du? Und genau das ist das Problem. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist irgendeine verliebte Hupftude, die versucht, meine arme Seele zu retten. Du hast Angst. Bitte? Ja. Du hast Angst davor, dass irgendjemand sehen könnte, dass hinter der harten Schale ein verletzter Mensch steckt. Lass es einfach, okay? Wieso? Weil du weißt, dass ich recht habe? Gesteh dir endlich ein, dass du nicht der harte Zyniker bist. Und hilf dir selbst und lass wieder jemanden an dich ran. Aber dazu bist du wahrscheinlich zu feige. Ich habe keine Angst. Zumindest nicht davor. Wovor dann? Niemand hat jemanden wie mich verdient. Ja, nee, Entschuldigung, das war mein Fehler. Den richtigen Ordner, den finden Sie dann da. Ich glaube, hier.
Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Es tut mir leid. Ich habe total überreagiert. Was meinst du, wie ich reagiert habe, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin? Das war wohl ein Schock. Ja, das kann man wohl sagen. Und was machst du jetzt? Ich weiß es nicht. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das Baby bekommt, aber es ist eure Entscheidung. Und ich will, dass ihr wisst, dass egal was ihr macht, dass ich dabei bin. Danke. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ab heute beginnt ein neues Kapitel. Und? Tschüss. Hey, Chef. Du musst auch noch unterschreiben. Ja, damit ist das Gremium offiziell aufgelöst und Sebastian, alleiniger Geschäftsführer von Lahnstein Enterprises. Du schaffst das, Junge. Da bin ich mir ganz sicher. Das werden wir noch sehen. Ich verstehe einfach nicht, wie ein Mensch so viele Gesichter haben kann. Das weiß ich auch nicht. Wir waren uns so nah und dann stößt er mich wieder weg. Wenn es ein Spaß sein soll, was hat er denn davon? Keine Ahnung. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich schütte dir hier mein Herz aus und alles, was du zu sagen hast, ist keine Ahnung. Du hast doch sonst auch immer zu allem eine Meinung. Du willst wissen, was ich dazu zu sagen habe? Steig aus. Sofort. Sag mal, spinnst du jetzt? Keine Ahnung. Na komm. Da wird's bald. Ich fass es nicht. Nein, ich fass nicht, dass ich das die ganze Zeit mitgemacht habe. Die ganze Zeit holst du mir die Ohren voll von wegen Tristan, Tristan, Tristan. Mensch, Andi, wir sind doch Freunde. Du kapierst es wohl immer noch nicht, oder, du Hohlenuss? Was denn? Verdammt nochmal, ich liebe dich.